Herzlich willkommen zu unserer 6. Ausgabe von Tuk Talk. Wir befinden uns heute im Club der Kulturen, dem Ort an unserer Universität, an dem verschiedenste Nationalitäten aufeinandertreffen und Deutsch nur selten die Muttersprache der Besucher ist. Unser heutiger Gast ist mit dieser Thematik jedoch bestens vertraut. Seine Begeisterung für die deutsche Grammatik wird vielleicht nicht von allen Studierenden gleichermaßen geteilt, dennoch liebt er es, umringt von dicken Buchbänden am neuesten Aufsatz zu arbeiten. Und falls ihm einmal die 4 Wände der Bürobibliothek zu eng werden sollten, kann man ihn ziemlich sicher vor seiner Professur bei einer Inspirationszigarette antreffen. Professor Dr. Winfried Thielmann. Der 1966 geborene Sprachexperte studierte in München zunächst Physik, bevor er sich den Fächern Deutsch als Fremdsprache, neuere deutsche Literatur und Musikwissenschaft zuwandte. Nach seiner Magisterprüfung wechselte er für 10 Jahre den Kontinent und unterrichtete in Australien unter anderem das Fach Deutsch als Fremdsprache. Zudem war er als Berater für das australische Außenministerium tätig. 2003 kehrte Professor Thielmann nach Deutschland zurück, habilitierte sich und wurde 2008 wohnhaft in Chemnitz. Hier übernahm er die Professur Deutsch als Fremd- und Zweitsprache sowie die Leitung des Zentrums für Fremdsprachen. Dort gilt er als stets geschätzter Gesprächspartner, aber auch als gefürchteter Scrabble-Gegner. Herr Professor Thielmann, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Tag. Müssen Sie sich eigentlich oft die Frage gefallen lassen, wie aus der deutschen Sprache eine Fremdsprache werden konnte? Oh ja, wenn mich also hier jemand nach meinem Fach fragt, dann heißt es, oh, das ist in Sachsen genau richtig. Nicht? Und als ich früher Assistent bei Konrad Ehlich am Münchner Institut gewesen bin, da musste das Rektorat nach dem Wahlsieg von Edmund Stoiber erhebliche Kürzungen vornehmen. Und da sind sie also so mit dem Rotstift die Institute durchgegangen und da muss einer gesagt haben, seit wann ist denn das Deutsche eine Fremdsprache? Und das fand ich so gut, das habe ich gleich zum Titel meiner Antrittsvorlesung an der TU Chemnitz gemacht. Aber was genau darf man sich denn jetzt unter Deutsch als Fremdsprache vorstellen? Beziehungsweise wo ist da der Unterschied zu Deutsch als Zweitsprache? Ja, hier muss man differenzieren zwischen dem universitären Fach, das ich vertrete, und seiner praktischen Anwendung. Bei mir qualifizieren sich diejenigen, die das Deutsche als Fremdsprache im Ausland und als Zweitsprache im Inland an diejenigen vermitteln möchten, die Deutsch lernen möchten. Für beide Vermittlungssituationen lernen die Studierenden bei uns das Deutsche, seine Strukturen, die Wege der Rede- und Textorganisation mit den Augen eines Fremden zu sehen. Außerdem müssen sie sich auf Spracherwerb verstehen, sie müssen sich verstehen auf Fach- und Wissenschaftssprache. Ich selber habe im Fach promoviert über physikalische Begriffsbildung und mich habilitiert über einen Vergleich der Differenzen der erkenntnisleitenden Funktionen englischer und deutscher Wissenschaftssprache. Mir sind deswegen in der Lehre die Strukturen des Deutschen, die Sprachdidaktik und Fach- und Wissenschaftssprache ganz besonders wichtig. Meine Mitarbeiterinnen ergänzen dieses Programm um Sprachvermittlungsmethodik, Unterrichtsgestaltung und natürlich ganz wichtig Spracherwerbsforschung. Ein Programm, das wir bei uns in der Germanistik anbieten, aber auch zum Beispiel im Erweiterungsfach Deutsch als Zweitsprache im Rahmen des Grundschullehramts und im Rahmen der berufsbegleitenden Weiterbildung Deutsch als Zweitsprache und Zertifikatskursen, die sich an bereits im Beruf stehende Lehrer in der Region wenden. Sie sind ja auch seit Herbst 2015 der Leiter des Zentrums für Fremdsprachen. Was ist denn dort Ihre Aufgabe? Ja, da muss man zunächst einmal sagen, ich kam ja da in eine fertige Struktur rein. Und diese Struktur des Zentrums für Fremdsprachen und sein ausgezeichnetes Angebot, diese Struktur ist das alleinige Werk und Verdienst der langjährigen Geschäftsführerin des Zentrums, Frau Dr. Angela Minogue. Sie müssen sich vorstellen, Frau Minogue verwaltet einen Etat von ca. 1,5 Millionen €. Sie macht das Personalmanagement für 14 hauptamtliche Mitarbeiter und etwa 30 Lehrbeauftragte. Sie hat mit ihren Fachgruppenleitern das Programm konzipiert und modularisiert. Und seit ich die wissenschaftliche Leitung übernommen habe, begleite ich diese Vorgänge mit, soweit das wichtig und sinnvoll ist. Wir treffen uns regelmäßig, ich bin bei Einstellungsgesprächen mit dabei, ich bin involviert in die Material- und Prüfungsgestaltung. Ich vertrete das Zentrum gegenüber Gremien und Kollegen. Ich führe Fortbildungen durch für die Mitarbeiter des Zentrums. Und wir werden jetzt anfangen, empirische Begleitforschung zu initiieren, deren Resultate wir dann über die Fortbildungen wieder in die Praxis einspeisen. Aber entstehen denn durch die gemeinsame Leitung nicht auch Spannungen und Differenzen zwischen Ihnen? Ivo,
Wir sind ein richtig schönes Ost-West-Gespann, wissen Sie. Sie müssen sich vorstellen, Frau Dr. Minogue kommt aus der sehr viel älteren ostdeutschen Tradition des Faches. Sie hat bei meinem Vorvorgänger, Professor Siegfried Weber, promoviert im Rahmen der Fachsprachenforschung. Und ich komme aus der jüngeren westdeutschen Tradition, also vom ersten Westdeutschen Institut für Deutsch als Fremdsprache. Und wir haben damals noch die ganze einschlägige ostdeutsche Linguistik rezipiert. Man kann also sagen, dass wir über die vertrauensvolle Zusammenarbeit hinaus eine richtig schöne ost-westdeutsche wissenschaftliche Gesamttradition verkörpern. Das Zentrum für Fremdsprachen bietet ja in aller Regel viele Sprachkurse an. An wen richten sich denn diese Angebote? An Studierende, an Studierwillige und auch an Mitarbeiter der TU Chemnitz. Es ist ja ein sehr diversifiziertes Angebot. Also Sie können Englisch auf verschiedenen Niveaustufen lernen, aber auch für fachliche Anwendungen, also zum Beispiel Wirtschaftsenglisch. Und zugleich sind wir auch Prüfungszentrum für die DSH, die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Allein für das Studienkolleg Glauchau führen wir im Jahr 250 Prüfungen durch. Das Sprachkursangebot, wollte ich noch ergänzen, wird übrigens wahrgenommen von 2200 Teilnehmern im Jahr. Doch so viele? Ja, ja. Wie viele Sprachen kann man denn überhaupt zurzeit bei Ihnen lernen und werden diese Sprachen denn auch von den Muttersprachlern unterrichtet? Sie werden von Muttersprachlern unterrichtet, die zugleich ausgebildete Sprachlehrer sind. Und es sind gegenwärtig 11 Sprachen, also Deutsch als Fremdsprache und Englisch, das ist klar, romanische Sprachen, Italienisch, Französisch, Spanisch, slawische Sprachen, Russisch, Tschechisch, Polnisch, dann auch noch Chinesisch und Latein. Und vor kurzem haben wir in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl Interkulturelle Kommunikation Arabisch eingeführt. Da sind wir ganz stolz drauf, das ist sehr populär. Aber man sagt ja auch, dass man eine Sprache eigentlich nur richtig im Ausland erlernen kann. Wie stehen Sie dazu? Dann könnten alle Institutionen, die das Deutsche als Fremdsprache im Ausland vermitteln, dicht machen. Nee, das stimmt so nicht. Also ich war selber als Linguistic Consultant in der Sprachabteilung des australischen Außenministeriums tätig. Meine Kollegen und ich haben Intensivkurse abgehalten für Diplomaten, haben sie also für ihre Aufgaben in Deutschland fit gemacht. Und die bekamen, wenn so ein Kurs vorbei war, immer noch 6 Wochen In-Country-Training. Und die haben uns alle gesagt, da wären wir besser in Canberra geblieben. Aber wenn Sie, und da haben Sie natürlich recht, wenn Sie sich in einer Sprache wirklich freischwimmen wollen, dann müssen Sie in das Land gehen und in die Gesellschaft, die diese Sprache unterhält. Abschließend vielleicht noch die Frage, was ist denn aus Ihrer Sicht die wichtigste Sprache, die man erlernen sollte? Das ist die, die biografisch wichtig wird. Und das hängt ja von den Fügungen ab, nicht? Also denken Sie an eine berufliche Chance, also China, ja? Denken Sie an die Liebe oder auch an die Liebe zu einer besonderen Sprache. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass 2 Sprachen wichtig geworden sind in meinem Leben, und zwar in der Reihenfolge, also erst Latein, das ich sehr geliebt habe, und dann Englisch. Über das Lateinische bekam ich unter anderem Zugang zur scholastischen Naturphilosophie. Die Texte sind alle nicht übersetzt, die müssen Sie im Original lesen. Und das hat mir also einen Weg zu einer völlig anderen vergangenen Wissenschaftskultur eröffnet. Das Englische, da bekam ich Zugang zu einer anderen Gesellschaft, auch wieder einer anderen, aber kontemporären Wissenschaftskultur und zu dieser großartigen angelsächsischen Literatur. Also wenn ich zum Beispiel an Harry Potter denke, nicht? Also der Harry Potter wohnt ja bei den Dursleys, Onkel und Tante, und die Rowling sagt nicht, dass das Spießer sind, die lässt die einfach nur im Privet Drive wohnen. Und wenn Sie sich das überlegen, Privet Drive, Picket Fences, nicht? Das ist der Inbegriff angelsächsischen Spießertums. Und im Deutschen haben Sie Privet Drive mit Ligusterweg übersetzt. Da sind die Implikationen völlig weg. Das heißt also, dass der Zugang zu einer anderen Kultur nur über die Sprache möglich wird? Ist so. Ist so, genau. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Professor Thielmann, für dieses Gespräch. Gerne. Wie in unserer ersten Sendung im Januar angekündigt, dürfen wir in der nächsten Ausgabe erneut den Rektor Prof. Dr. Gerd Strohmeier bei uns begrüßen. Wir werden unter anderem die universitären Highlights der vergangenen 6 Monate Revue passieren lassen. Zudem wird sich der Rektor Ihren Fragen stellen, die wir vorab aufzeichnen werden. Kommen Sie dazu entweder am 4. Juli in die Mensa an der Reichenhainer Straße oder am 11. Juli ins Alte Heizhaus an der Straße der Nation. Wir sind jeweils von 12 bis 14 Uhr mit unserem Kamerateam vor Ort. Wir freuen uns auf Sie.